Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nachdem euch das Video zur Citizen Soyosa ja sehr gut gefallen hat, dachte ich, ich mache gleich mal weiter mit einer weiteren Citizen. Diesmal aber keine Neuvorstellung, sondern einen Langzeittest. Die Uhr habe ich jetzt seit circa 1,5 Jahren und ja, heute möchte ich euch die BN 0158-18X XX von Citizen vorstellen. Das ist diese schöne Taucheruhr hier. Und ich habe mir gedacht, auch wenn es kein Unboxing ist, für all diejenigen, die die Uhr noch nicht haben und sich für den Kauf interessieren, habe ich die Box mal rausgekramt, um zu zeigen, was sich im Lieferumfang befindet und wie die Box aussieht. Wollte die Uhr jetzt aber nicht nochmal künstlich verpacken, weil das ja auch nicht sein muss. Und genau, wir schauen einfach mal als erstes in die Box rein. Hier haben wir eine, ja, wie ich finde, ganz schönen Umkarton von Citizen, in dem sich dann einmal das Garantie-Booklet befindet, beziehungsweise die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Hier sehen wir alles über die Funktionen der Uhr. Könnt ihr euch alles in Ruhe dann anschauen. Dann ist da noch der Hangtag um die Uhr mit der Modellbezeichnung und der Kalibernummer. Das ist die E168, ein Quarz-Solarkaliber von Citizen. Genau, und die Uhr findet sich dann hier auf diesem, ja, was ist das? Das ist Kunststoff oder Pappe, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden mit so einem Stück Metall drin, was sich leicht biegen lässt. Da muss ich sagen, hätte ich mir schon auch ein Schaumstoffkissen zumindest gewünscht. Das hätte jetzt nicht die Welt kosten dürfen und hätte die Uhr mit Sicherheit auch noch besser geschützt beim Transport. Aber alles in allem ist es ganz nett verpackt. Dann packe ich das auch mal wieder ein. Dann habt ihr das immerhin einmal gesehen. Wie gesagt, für all diejenigen, die sich für die Uhr interessieren. Ja, hier auf der Rückseite ist noch ein Recycling-Hinweis. Genau. Sieht ganz schön aus. Ist aber auch letztendlich nichts Besonderes. Also für die Preisklasse ist die Umverpackung völlig angemessen. Und ja, wie gesagt, ganz nett. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Objekt der Begierde, sage ich mal, zu der Uhr. Und zwar haben wir hier die, wie schon erwähnt, Citizen BN 0158 18X ProMaster mit einem Polyurethanband. Ich nehme die Uhr mal kurz ab vom Kissen, dann kann man es besser sehen. Genau. Ich halte sie euch noch mal ein bisschen näher zur Kamera. Das Band ist bekannt von anderen ProMaster-Modellen von Citizen. Das ist jetzt hier beispielsweise das aus der NY-Reihe. Also es ist ziemlich exakt das gleiche, nur jetzt in schwarz. Die Qualität ist gut, aber es ist jetzt auch nicht mit einem hochwertigen Kautschukband oder ähnlichem zu vergleichen. Ne? Also das Band ist relativ steif. Also ist jetzt nicht so, dass es super weich wäre, trägt sich aber trotzdem ganz angenehm und man hat das Gefühl, dass es relativ robust ist, sage ich mal. Also das ist schon ganz cool. Hat hier noch so zusätzliche Löcher neben den eigentlichen Löchern für die Dornschließe. Ja, was wahrscheinlich dafür da ist, dass das Wasser besser ablaufen kann vom Handgelenk. Und auch gerade im Sommer macht es sicherlich Sinn, da so zusätzliche Belüftungslöcher zu haben, beziehungsweise erhöht das gerade im Sommer den Tragekomfort, würde ich sagen. Hier kann man sehen, dass die
die Skala mit den Zeiten oder mit den zur Berechnung der Dekompressionszeiten schon ein bisschen abgewetzt ist nach einem Jahr. Ich habe die Uhr nicht geschont, ich habe alles Mögliche damit gemacht, habe sie oft beim Duschen angehabt, Gartenarbeit damit gemacht. Also sie hat einiges erlebt in diesen 1,5 Jahren. Und ja, trotzdem sieht das Band immer noch ganz gut aus, finde ich. Ja, dass diese Skala sich irgendwann abrubbelt, beziehungsweise dieser Aufdruck, das ist ganz normal, lässt sich nicht vermeiden. Alle paar Jahre muss man dann sowieso das Band mal tauschen, weil es irgendwann spröde wird. Aber nach 1,5 Jahren noch vollkommen in Ordnung. Und gerade dafür, dass ich sie wirklich nicht geschont habe, die Uhr. Genau. Die Uhr hat ein Band mit Dornschließe, wie ich schon erwähnt habe. Dann ist sie mit dem Citizen Quartz Solar Kaliber E168 ausgestattet. Ich will es jetzt hier nicht zeigen, aber wir sehen ja hier den EcoDrive Schriftzug. Ist gerade natürlich ein bisschen ungünstig mit der Uhrzeit. Ich stelle es mal kurz ein bisschen ab. Und da sehen wir auch gleich, dass ich hier die Krone entschrauben muss oder losschrauben muss. Also die Uhr hat eine verschraubte Krone. Und um die Uhrzeit dann zu verstellen, ich stelle sie jetzt mal so, dass wir die Schriftzüge gut erkennen können, muss man die Krone quasi losschrauben und dann kann man sie auch wieder verschrauben. Ganz kleinen Moment, ich hole mal kurz einen Bambusspieß, mit dem lässt sich das besser zeigen. Weil ich die Uhr jetzt natürlich auch nicht hier mit dem Armbandwerkzeug verkratzen möchte. Genau, dann sehen wir hier auf dem Ziffernblatt den EcoDrive Schriftzug. Die Uhr hatte eine Gangreserve, wenn der Akku voll aufgeladen ist, von 180 Tagen, was ja sehr ordentlich ist, wie ich finde. Und darunter sehen wir den Divers 200 Meter Schriftzug. Also die Uhr ist 20 bar wasserdicht, hat eine ISO-Zertifizierung, was in der Preisklasse auch ziemlich außergewöhnlich ist, finde ich. Und ja, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, was die Uhr für eine ISO-Zertifizierung, also die genaue Bezeichnung ist ISO 6425. Für diese Zertifizierung muss sie 20 bar druckfest sein, eine einseitig drehbare Lünette haben, wie die meisten Taucheruhren. Ich weiß nicht, ob man den Sound der Lünette hören kann. Lässt sich sehr satt drehen und hat auch eine gute Griffigkeit. Jetzt natürlich mit den Handschuhen nicht, aber ich trage sie trotzdem, um keine Flecken während der Aufnahme auf das Glas und Gehäuse zu bekommen. Lässt sich aber wirklich sehr schön drehen und hat einen satten Druckpunkt und klingt dabei auch ganz gut, finde ich. Genau, sie muss 20 bar druckfest sein, die einseitig drehbare Lünette haben. Dann muss die Uhr dafür einen leuchtenden Sekundenzeiger haben, den wir hier sehen. Finde ich auch sehr schön, also optisch gut gelungen. Dann muss sie antimagnetisch bis 4800 Gauss sein. Auch das finde ich in der Preisklasse wirklich herausragend. Das sieht man hier auch auf dem Gehäuseschriftzug nochmal. Hier steht es. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen. Anti-Mag 4800 steht hier. Also auch stärkere Magnetfelder können der Uhr quasi nichts anhaben. Beziehungsweise darf sie nur eine gewisse Gangabweichung haben, auch wenn sie längere Zeit starken Magnetfeldern ausgesetzt ist. Genau, und dann muss sie noch stoßsicher sein. Da gibt es so einen bestimmten Teststoß, der eine gewisse Stärke hat, den die Uhr aushalten muss. Für alle, die es interessiert, kann ich diese genannten ganzen Testkriterien auch gerne nochmal verlinken. Da gibt es eine spezielle Internetseite, auf der die ganzen Kriterien dann aufgelistet sind. Und ja, sie muss beispielsweise auch noch rostbeständig sein und auch ein paar weitere Punkte, aber das sind jetzt erstmal so die wichtigsten, die ich mir aufgeschrieben habe.
Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich beachtlich, dass eine Uhr in der Preisklasse über diese Zertifizierung verfügt. Und ja, finde ich schon sehr schön. Bei anderen Herstellern muss man für sowas teilweise deutlich mehr Geld ausgeben. Was ich auch sehr schön finde, ist hier die verschraubte Krone mit dem, ja, stell die Kamera scharf, mit dem Citizen ProMaster Logo noch drauf. Also sieht, wie ich finde, sehr cool aus. Das Gehäuse ist, also gerade die Seiten des Gehäuses sind ja in einem gebürsteten Finish, was sehr sportlich aussieht und gut zum Charakter der Uhr passt, finde ich. Die Lünette hat ich glaube, es ist Aluminium-Inlay, was trotzdem sehr robust ist. Also ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, hier oben habe ich einen kleinen Kratzer reinbekommen. Auch auf dem Glas, ich glaube, ist hier, habe ich einen kleinen Kratzer drin. Ja, bin ein, zwei Mal mit der Uhr hängen geblieben in einem Türrahmen, glaube ich. Da dachte ich kurz nach dem Stoß, oh mein Gott, jetzt ist die Uhr kaputt. Weil es waren schon heftigere Stöße teilweise, die ich hier zugefügt habe, sage ich mal. Und trotzdem hat sie das wirklich, wirklich gut weggesteckt. Also sieht immer noch sehr gut aus. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, ich hab sie nicht geschont. Ja, der kleine Kratzer im Glas ist natürlich ärgerlich. Ein Saphirglas haben wir hier natürlich nicht in der Preisklasse. Also das wäre dann wirklich nochmal das i-Tüpfelchen, sage ich mal. Ich glaube, ich habe sie für 180 Euro circa gekauft. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt sonst bei 229 Euro. Man kriegt sie aber bei Amazon und so anderen Händlern deutlich, deutlich günstiger. Und ja, für 170, 180 Euro finde ich das gebotene Paket schon sehr rund. Hier ist noch ein Leuchtpunkt in der Lünette. Ich kann gleich gerade mal mit der Taschenlampe versuchen, ob wir ja, einen kleinen Loomshot hinbekommen. Jetzt hier mit der Beleuchtung natürlich schwierig, aber die Uhr leuchtet schön nach, wenn sie vorher ja, Licht ausgesetzt war. Also sieht ganz gut aus. Muss aber auch sagen, dass es Uhren gibt, die da eine bessere Leuchtmasse haben auf den Zeigern und den Stundenmarkierungen. Aber ich finde es ganz in Ordnung. Ich kann es mal probieren, hier so ein bisschen dunkler zu machen. Also die Zeiger und der Drehring leuchten ganz schön nach. Ich kann hier an der Stelle ja auch nochmal einen Loomshot im Dunkeln einfügen. Ein kurzes Bild, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ja, ich lege die Uhr einfach mal an, damit ihr auch noch einen Eindruck davon bekommt, wie sie dann am Arm aussieht. Ich nehme hier kurz die G-Shock ab dafür. Genau. Ich das mal kurz hier außerhalb des Sichtfelds, das ist dann noch ein bisschen leichter. Kommt mir das Stativ nicht in die Quere. Ja. So sieht sie dann am Arm aus. Ich finde sehr schön. Also ich habe jetzt relativ schmale Handgelenke. Für mich ist das Ganze grenzwertig. Sie hat einen Durchmesser von 44 mm. Ich messe das gerade nochmal nach. Ist ja so, so üblich jetzt geworden in den Videos, dass wir das Ganze nochmal überprüfen. 43,9 mm messe ich jetzt hier mit dem 8 messe ich hier mit dem, na doch, 43,9 jetzt messe ich nach. Das entspricht ziemlich genau der Herstellerangabe von 44 mm. Jetzt springt er nochmal um auf 44, also kommt ziemlich genau hin. Mit der Krone können wir auch nochmal messen. Da wird der Abstand natürlich dann beziehungsweise der Durchmesser nochmal deutlich höher sein. Da liegen wir dann mit Krone bei 47,7 mm. Und der Lack-to-Lack-Abstand, dafür nehme ich sie nochmal kurz ab, weil es, glaube ich, etwas besser zu messen geht. Ich lege sie mal dafür kurz auf den Tisch.
jetzt auch hier nicht gegen das Stativ kommen. Das ist ein bisschen tricky. Gerade weil die Gehäusekanten so ein bisschen abgerundet sind, beziehungsweise ich messe jetzt, nicht so einfach, ja, 49,2 Millimeter. So, jetzt könnt ihr es auch nochmal sehen. Also, ja, finde ich auf jeden Fall noch gut tragbar für die allermeisten Handgelenke. Bei mir dürfte der Lack-to-Lack-Abstand jetzt nicht viel höher sein, weil ich persönlich finde es, sieht einfach nicht gut aus, wenn eine Uhr bzw. der Hornabstand größer ist als die Handgelenksbreite. Bei mir passt es gerade so, aber größer dürfte der Lack-to-Lack bei mir auf jeden Fall nicht sein. Vom Durchmesser her ist hier auf jeden Fall präsent, muss man sagen. Also wenn man jetzt nach was Unauffälligerem sucht, dann sollte man sich die Uhr wahrscheinlich eher nicht ansehen. Aber wenn man ja eine tolle Taucheruhr zu einem wirklich günstigen Preis möchte und auch vielleicht ein etwas größeres Handgelenk hat, dann passt sie auf jeden Fall. Ja, was heißt größer? Es kann halt auch ein schmaleres sein, so wie meins jetzt. Das finde ich geht auf jeden Fall auch noch. Aber zu schmal, ich sag mal so, unter 17 cm Handgelenksumfang wird es dann vielleicht ein bisschen kritisch. Ich habe jetzt 17,5, so 16,5, da ist die Uhr, glaube ich, dann schwer tragbar. Ich lege sie noch mal richtig an. Ups, jetzt bin ich hier ein bisschen in das Stativ gekommen. Ich hoffe, die Kameraeinstellungen stimmen noch. Ja, gibt es auch in verschiedenen Farbvariationen die Uhr. Die kann ich euch jetzt hier gleich nochmal einblenden. Könnt ihr kurz einen Screenshot von der Citizen Homepage vielleicht einblenden, wo ihr die verschiedenen Farben seht. Es gibt sie in Rot, weiß ich. Also rotes Ziffernblatt, rote Lünette, dann in Schwarz. Das ist quasi so die schlichteste Option. Dann ist jetzt vor kurzem auch eine olivgrüne Variante. Also da ist das Ziffernblatt olivgrün und die Lünette dann so dunkelgrau. Hat dann so einen Military-Look, sage ich mal. Sieht auch sehr cool aus, finde ich. Das ist so die letzte Farbvariante, die rausgekommen ist. Ja, und keine Ahnung, also vielleicht plant Citizen da ja auch noch die eine oder andere neue Farbe. Es gibt sie, wie gesagt, ja, in 4 oder 5 Farbtönen aktuell. Und ich glaube, da ist eigentlich für jeden was dabei. Stimmt, blau gibt es auch noch, also das habe ich vergessen. Wir können ja auch spaßeshalber noch mal kurz hier die Höhe nachmessen. Citizen gibt da 11,5 mm an. Ja, falsche Hand. So rum. Und ja, jetzt mit dem Messschieber komme ich auf 11,7, also etwas mehr. Aber sollte passen. Also dafür, dass es eine relativ große Uhr ist, sage ich jetzt mal, ist sie dann doch angenehm schmal, also trägt jetzt nicht dick auf am Arm, lässt sich auch, verschwindet gut unter einem Hemdsärmel oder einem Pullover, also das ist zum Glück kein Problem. Ja, also man hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, andere Bänder dran zu machen. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht probiert. Sähe bestimmt auch ganz cool an einem Lederband aus. Da sind, glaube ich, dem persönlichen Geschmack oder ein NATO-Band mit Sicherheit auch ganz cool bei einer Uhr. Vielleicht in Grau oder Beige oder auch andere Farbtöne, je nachdem, wie es einem gefällt. Aber ich glaube, da könnte man der Uhr auch noch den einen oder anderen Charakter verleihen. Mit einem anderen Band ist ja oft so, dass man dann das Gefühl hat, man hat nochmal eine andere Armbanduhr, wenn man das Band tauscht. Und ja, also ich kann nicht viel Schlechtes über die Uhr sagen. Also mir ist sie teilweise ein Ticken zu groß, deswegen bekommt sie nicht so viel Wrist-Time in letzter Zeit. Aber trotzdem, wenn ich sie dann mal wieder anziehe, dann finde ich sie trotzdem immer sehr schön und plane deswegen auch nicht, sie abzugeben oder zu verkaufen. Also, und ja, ich finde es halt wirklich toll, dass man für unter 200 Euro einen ISO-zertifizierten Diver bekommt mit dem hohen Magnetfeldschutz, mit der Wasserdichte, mit dem Stoßschutz und ja, kann man echt nichts gegen sagen. Und gerade im Sommer ist der Farbton, das Ziffernblatt hat so ein
leichten Sonnenschliff. Ich weiß nicht, ob man es bei den Lichtverhältnissen jetzt einfangen kann, aber ja, das macht gerade im Sommer wirklich was her und sieht einfach cool aus, sieht sportlich aus, passt gut zu einem lockeren Hemd, aber auch gut zu einem Sweater oder sonst was. Also eine coole, ziemlich universell einsetzbare Uhr. Ist natürlich jetzt keine Dresswatch, völlig klar, eine sportliche Uhr, aber man kann sie auch härter rannehmen, also gerade zur Arbeit anziehen. Vielleicht auch, wie gesagt, für Handwerker oder ähnliches interessant, wenn man wirklich mal irgendwie mit Magnetfeldern zu tun hat, weil mir ist jetzt so spontan keine Uhr bekannt in der Preisklasse, die bis 4800 Gauss magnetfeldresistent ist. Und ja, wirklich spannend. Also, wie man sieht, ist sie auch nach einem Jahr oder 1,5 Jahren circa intensiver Nutzung. Ja, was heißt ein Jahr intensiver Nutzung? Seit circa einem halben Jahr trage ich sie nicht mehr so oft, weil auch andere Uhren dazu gekommen sind zur Sammlung. Aber dafür habe ich sie circa ein Jahr wirklich nahezu täglich getragen und dafür kann man wirklich vom Zustand her nicht meckern. Also ich habe ja schon erwähnt, den einen oder anderen Stoß hat sie auch abbekommen und wirklich groß was sehen davon tut man eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, es ist der eine Kratzer hier auf dem Glas. Das bleibt bei so einem Mineralglas dann nicht aus, wenn man wirklich mal dagegen ditcht irgendwo. Aber sonst, finde ich, macht sie immer noch auch die Lünette einen sehr guten Eindruck. Sehe da wirklich keine großen Kratzer. Und von daher, von meiner Seite aus auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung, wenn man auf Taucheruhren steht. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Also ich möchte auch nicht, nicht wieder zu lang drüber reden hier, weil die anderen Videos ja jetzt teilweise auch wirklich deutlich über 10 Minuten lang geworden sind. Wir sind jetzt schon, wir sind schon bei 22 Minuten. Oha, okay. Nee, dann ist jetzt auch mal gut. Dann soll jetzt hier Schluss sein an der Stelle. Wie gesagt, von mir eine klare Kaufempfehlung, wenn man auf Taucheruhren steht. Wenn man die Größe gut tragen kann, wirklich Daumen hoch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao!